Vielen Dank. Ja. Danke. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt, dass der kanadische Premierminister heute zum ersten offiziellen Besuch nach Deutschland gekommen ist und möchte ihn ganz herzlich noch einmal willkommen heißen. Er hat vorher Straßburg besucht und dort eine Rede im Europäischen Parlament gehalten, was mich besonders freut. Und ich möchte ihm auch als deutsche Bundeskanzlerin noch einmal dafür danken, dass sich Kanada, und da schließe ich den Dank für die Handelsministerin mit ein, so eingesetzt hat dafür, dass das CETA-Abkommen abgeschlossen werden konnte. Ohne die Ausdauer Kanadas wäre es, glaube ich, zu diesem Abschluss nicht gekommen. Und deshalb freuen wir uns sehr, weil ich der Meinung bin, und ich glaube, hier sind wir einer gemeinsamen Überzeugung, dass bilaterale oder auch weltweite Handelsabkommen natürlich einen Mehrwert bringen für beide Seiten und dass gerade dieses Abkommen CETA ein Abkommen
von neuer Qualität ist, in dem es eben nicht nur um Zölle geht, sondern auch um Bedingungen im Bereich des sozialen Verbraucherschutzes und anderen Bereichen, die sozusagen einen Standard für zukünftige Abkommen aufsetzen. Wir haben uns heute neben dem Austausch über CETA natürlich mit den bilateralen Beziehungen beschäftigt. Kanada und Deutschland sind freundschaftlich miteinander verbunden. Wir haben einen Wirtschaftsaustausch, wir haben Kooperationen im Forschungsbereich, wir haben Kooperationen zwischen unseren Gesellschaften, aber wir haben uns vorgenommen, gerade im Bereich der Jugend noch einen engeren Kontakt auszuloten. Die Außenminister werden überprüfen, in welcher Weise wir Möglichkeiten haben, die jungen Menschen in unseren Ländern noch besser zusammenzubringen und in die Lage zu versetzen, ihre Erfahrungen auch im jeweiligen anderen Land zu machen. Deutschland und Kanada arbeiten in der NATO sehr intensiv zusammen und Deutschland und Kanada arbeiten in den G7 und G20-Gremien zusammen. Natürlich haben wir heute über die G20-Agenda gesprochen, denn wir wissen, dass Kanada ein sehr aktiver Partner bei der Vorbereitung der Konferenz in Hamburg ist und dass wir hier dann auch gemeinsam handeln können in den Bereichen Frauen, in den Bereichen Handel, in den Bereichen auch Engagement in Afrika, Entwicklung für Afrika und im Bereich des Klimaschutzes. Ich möchte Kanada sehr herzlich danken für das Engagement, auch gerade im Bereich der Flüchtlingsfrage. Kanada nimmt beständig Flüchtlinge auf, gerade aus den Bürgerkriegsregionen, zum Beispiel Syrien. Deutschland hat sehr viele Flüchtlinge aufgenommen und deshalb sind wir sehr dankbar, wenn dies als eine weltweite Aufgabe verstanden wird. Und ich glaube, hier haben wir auch sehr gemeinsame Überzeugungen und Ansichten. Und wir haben auch noch recht ausführlich über den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland gesprochen. Kanada hat sehr viele Bürgerinnen und Bürger mit ukrainischen Wurzeln und hat deshalb ein Interesse auch an der Lösung dieses Konflikts. Wir haben über das Normandie-Format gesprochen, über die langsamen Fortschritte und darüber, dass es in unser aller Interesse liegt, im ukrainischen Interesse, im russischen Interesse, aber auch im europäischen und kanadischen Interesse, dass dieser Konflikt gelöst werden kann. Denn wir haben hinreichend viele andere Herausforderungen. Insgesamt also eine breite Agenda von gemeinsamen Themen und deshalb noch einmal herzlich willkommen und auf gute weitere Zusammenarbeit. Thank you, Angela. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. I need to start by thanking Chancellor Merkel and the German people for such a tremendously warm welcome. This is my first time in Germany as Prime Minister, and I'm pleased to be spending a few days here. Before we start, I think it's important to say a few words about the recent Berlin Christmas market terrorist attack. Chancellor Merkel and I will be visiting the memorial site immediately after this to pay our respects to the victims. On behalf of all Canadians, I'd like to extend our deepest condolences to the families of the victims and to the German people. We stand with you, always. Canada is proud to call Germany not only a close ally, but a true friend. Building on the values we share and the ties that unite our people, we've worked to ensure security, sustainability, and renewed prosperity on both sides of the Atlantic. I'm especially pleased to be here today to continue our work on a number of key issues. Chancellor Merkel and I had a chance to discuss just how we can further cooperate to create opportunities for our citizens and growth for our economies. Yesterday, I was in Strasbourg to address the EU Parliament and celebrate the ratification of the Comprehensive Economic and Trade Agreement. CETA is an example of what we can accomplish when our countries work together to deliver real, positive results for our citizens. Throughout the lengthy negotiation process, Germany was a steadfast supporter and demonstrated tremendous leadership that I thank Chancellor Merkel for today. CETA is an ambitious, progressive trade agreement that reflects our common values, like our support for public services, labour rights, and environmental protections. And that's why ratification is a victory that Germans, Canadians, and Europeans share. Hier, j'étais à Strasbourg pour m'adresser au Parlement européen et célébrer la ratification de l'accord économique et commercial global.
La SCG est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nos pays travaillent ensemble pour obtenir des résultats concrets et positifs pour nos citoyens. Tout au long du processus de négociation, nous avons bénéficié de l'appui constant de l'Allemagne, qui a démontré un leadership exemplaire, et j'ai d'ailleurs remercié la chancelière Merkel pour ce leadership aujourd'hui. La SCG est un accord commercial ambitieux et progressiste, à l'image de nos valeurs communes, telles que notre appui pour les services publics, les droits de la personne et l'environnement. Et c'est pourquoi sa ratification est une victoire que les Européens, les Canadiens et les Allemands partagent. Progressive trade agreements like this one will create better, well-paying jobs for our citizens, help generate real and meaningful growth in our economies, and serve as a blueprint for future agreements. And so, building on this shared victory, Chancellor Merkel and I discussed how we can continue to deepen our ties to create jobs for the middle class and new opportunities for businesses. Today's meeting was also a chance for us not only to reiterate our commitment to take action on climate change, but to take stock of the progress we've made since signing the Paris Agreement. I was pleased to discuss with the Chancellor some of the concrete steps Canada has taken back home, like putting a price on carbon pollution and introducing a comprehensive plan to protect our oceans. There is no doubt that climate change is one of the greatest challenges of our time, and Germany and Canada are proud partners in the fight for a cleaner planet. Finally, we spoke about how we can continue to work together to ensure peace and security both at home and abroad. Germany and Canada have taken on an important responsibility by leading multinational NATO battalions in Lithuania and Latvia, respectively, and we're committed to continuing this vital work. Our presence in the region speaks to our commitment to not only ensure stability, but to protect our shared values. Values like compassion, openness, democracy, which guide our efforts on the world stage and shape our cooperation at NATO, the G7, the G20, and elsewhere. Canada and Germany are true partners in prosperity and in peace. We look forward to working more closely together and seeing our friendship grow stronger in the years ahead. Once again, I'm happy to extend my deepest thanks to Chancellor Merkel and the German people for welcoming us as I make one last stop in Hamburg before heading home. My evening in Hamburg will be a precursor to what I know will be great hospitality and discussion when Chancellor Merkel welcomes the world to Hamburg this July for the G20 summit. Thank you very much. Dankeschön. Jetzt haben wir nicht Französisch, Englisch. Das ist nicht gut. Nein, von euch nicht, aber hier gibt es Presse, die ist von hier. Und Frau Bundeskanzlerin, ich arbeite in Ottawa als Korrespondent für Zeitungen in Deutschland. US-Präsident Trump und sein Verteidigungsminister fordern ja von den NATO-Partnern höhere Verteidigungsausgaben. Sonst würden sie ihre eigenen Verpflichtungen zurückfahren. Wie antworten Sie, wie antwortet Deutschland auf diese Herausforderung? Meine Frage, my question also to the Prime Minister. US President Trump and his Defense Secretary request that other NATO partners increase their defense spending, otherwise they would scale back their commitments. How do you plan to respond to this, and how will this affect Canadian plans for joining or sending troops to Mali, and would Germany be happy to that Canada joins German troops in Mali? Prime Minister, would you please answer in both official languages? Ja, wir haben als Bundesrepublik Deutschland bereits 2014 in Wales bei dem NATO-Gipfel den Beschluss mitgetragen und mit unterzeichnet sozusagen, dass wir innerhalb der nächsten Dekade das vereinbarte Ziel von 2% erreichen wollen. Und diese Verpflichtung hat sich bis heute nicht verändert. Das heißt, wir beabsichtigen weiter, diesen Weg zu gehen. Wir haben den Verteidigungshaushalt in diesem Jahr gegenüber dem letzten Jahr um 8% erhöht.
das ist ein wichtiger Schritt und wir müssen natürlich die zusätzlichen Mittel auch absorbieren können. Ich glaube also, dass Deutschland sich seiner Verantwortung bewusst ist. Ich will trotzdem sagen, dass für die Frage der Sicherheit weltweit das Verteidigungsengagement wichtig ist und hier müssen wir mehr tun, überhaupt keine Frage. Aber es sind genauso auch die Fragen von Entwicklungshilfe, von Krisenprävention und anderen Dingen natürlich von Bedeutung. Ich glaube, insgesamt sollten wir uns gegenseitig des Wertes der NATO bewusst sein. Das gilt für uns als Deutschland, als europäische Mitgliedstaaten in dem transatlantischen Bündnis, aber ich glaube auch, die Stärke der Vereinigten Staaten von Amerika ist durch die NATO eher gewachsen und die NATO ist eine wichtige Organisation, auch für die Vereinigten Staaten von Amerika und im Geiste dieses gemeinsamen Interesses sollten wir diese Fragen auch miteinander diskutieren. NATO is obviously a very important alliance to Canada, and we have a proud history of engagement with NATO over many years. Obviously, it is important that there be the financial contributions, and the 2% target is one that we all agreed to. But we also recognize that there are many ways of evaluating one's contributions to NATO. And when you look at the countries that regularly step up, delivering troops, participating in missions, being there to do the heavy lifting in the alliance, Germany and Canada have always been amongst the strongest actors in NATO. We are pleased that we are embarking upon significant procurement projects for the Canadian military, whether it's warplanes or a new shipbuilding strategy, and we continue to work with our partners in the alliance to ensure that we're being as effective as we possibly can be. It is a source of strength and pride for Latvia, leading the battle group there as an important part of strengthening NATO's eastern flank. That is something that we will always continue to stand by. Le Canada comprend à quel point l'OTAN est important et nous sommes très fiers du fait que depuis les débuts de l'Alliance, le Canada est toujours présent pour appuyer, pour se battre, pour être présent, aligné avec ses responsabilités. Nous comprenons l'objectif de 2% et nous l'appuyons, mais en même temps, nous savons très bien que ce n'est pas la seule façon d'évaluer la participation et la valeur de la contribution d'un pays à l'OTAN. Le Canada est toujours parmi ceux qui sont présents pour livrer la marchandise, pour être une partie intégrante des efforts de l'OTAN, et nous allons continuer de l'être. Un très bel exemple, c'est notre présence en Lettonie, où nous allons mener le groupe qui est efficace dans Lettonie. Pour Mali, comme vous savez, on s'est engagé l'année passée à reprendre un rôle au sein des opérations de la paix des Nations Unies. Nous reconnaissons à quel point c'est important de bien réfléchir, de bien planifier quand on décide d'envoyer des soldats canadiens outre-mer et nous sommes encore en réflexion sur où et comment on peut mieux aider. Canada is proud that we have re-engaged and announced our commitment to re-engage with the United Nations peacekeeping peace operations. We recognize, however, how important it is to make the right decision anytime we're going to send our men and women of the Canadian forces into harm's way, and that's why we are taking the proper time to reflect and analyze what possible missions or engagements we could undertake. Frau Bundeskanzlerin Trudeau hat CETA bezeichnet als ein Vorbild auch für weitere Abkommen dieser Art in der Welt. Wie sieht es denn konkret aus für Europa mit dem Abschluss eines Freihandelsabkommens mit dem großen Handelspartner China? Da gibt es ja bislang noch gar nichts. Und erlauben Sie noch eine zweite Frage.
zu einem anderen aktuellen Thema. Was halten Sie denn von den Kooperationen von Opel mit den französischen Unternehmen? Okay. Ich muss darauf hinweisen, dass wir ein bisschen zeitlich beschränkt sind, weil wir auch noch zum Terroranschlagsplatz fahren müssen am Breitscheidplatz und deshalb denken Sie an die anderen. Also ich mache es kurz bei Opel. Die Gespräche sind im Gange. Die Bundesregierung hat eine Koordinierung in Gang gebracht. Der Staatssekretär Machnik ist dafür verantwortlich und wir werden alles, was wir politisch tun können, dafür tun, dass die Arbeitsplätze und die Standorte in Deutschland gesichert sind und dann müssen wir die weiteren Gespräche abwarten. Und was China anbelangt, so wissen Sie, dass die Europäische Union ein Investitionsabkommen jetzt abschließen muss. Das sollten wir sehr schnell machen und dann können wir über weitere Schritte machen. Ja. Bonjour. Chancelière Merkel, vous avez voulu rencontrer M. Trudeau dès hier soir. Pourquoi et qu'aviez-vous à lui demander sur sa rencontre de lundi avec le président Trump? Et vous, M. Trudeau, les Européens semblent placer beaucoup d'espoir en vous. On vous qualifiait même dans les journaux ce matin de l'anti-Trump. Est-ce que ces espoirs, ces attentes sont trop élevées et comment vous réagissez au fait qu'on vous qualifie d'anti-Trump en anglais et en français, s'il vous plaît? Also, wir haben uns gestern Abend bereits getroffen und haben auch schon eine breite Agenda miteinander besprochen. Natürlich habe ich mich noch den Besuch des kanadischen Premierministers in Washington erkundigt und wir haben beide auf unsere Art uns ausgetauscht und ich von meiner Seite vor allen Dingen, dass gute transatlantische Beziehungen, egal wer gewählt ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und von welcher Partei der Präsident kommt, in ureigensten deutschen Interesse liegen. Wir haben unsere Zusammenarbeit immer auf gemeinsamen Werten aufgebaut und wir haben ein großes Interesse daran, dass die Herausforderungen, vor denen die Welt steht, wir gemeinsam bewältigen. Ich glaube im Übrigen, dass wir dadurch auch gemeinsam stärker werden. Und in diesem Geist haben meine Telefonate mit dem amerikanischen Präsidenten Trump stattgefunden und so werden auch unsere Begegnungen stattfinden. Ein transatlantisches, gutes Verhältnis ist im Interesse Deutschlands und daran werde ich weiter arbeiten, selbst wenn es in einigen Fragen natürlich auch Meinungsunterschiede gibt. Mon approche, l'approche des Canadiens, c'est toujours de chercher du terrain d'entente sur les enjeux qui préoccupent les Canadiens. Et à ce niveau-là, quand on parle de créer de la croissance pour la classe moyenne, les opportunités pour nos citoyens, pour nos petites entreprises, j'ai trouvé beaucoup de points en commun avec le président Trump, qui s'est fait élire justement pour créer des opportunités pour la classe moyenne. Et quand je suis ici pour parler des relations avec l'Allemagne, entre l'Allemagne et le Canada, quand je suis ici pour parler de l'ASCG et les bénéfices de ce commerce, je parle aussi, je me concentre aussi sur comment on va créer des bons emplois pour nos citoyens, comment on va appuyer la classe moyenne. Alors, c'est certain qu'il va toujours avoir des points de différence entre différents pays, différentes idéologies, mais quand on peut se mettre d'accord sur la nécessité d'aider ceux qui ont de l'anxiété économique, qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, on peut toujours trouver des façons de travailler ensemble pour le bien-être de tous nos citoyens. I've always approached any meeting with a similar lens, which is look for things that we have in common and focus very much on what is of importance to the Canadians that it is my responsibility to serve. And that means focusing on creating growth for the middle class, opportunities for those working hard to join it, creating a chance, a real and fair chance for our citizens to succeed. And that's very much what I discussed on Monday with President Trump, looking at ways where both of us, who both got elected on platforms to help grow the economy, to help people who didn't feel like they were getting ahead,
do better, and that's exactly what I'm here talking about with Chancellor Merkel, indeed in Strasbourg talking about the CETA trade agreement that highlights that we can focus on things that are going to create good jobs, create opportunities for our citizens, and finding broad agreement on that across the political spectrum and across different borders is something that is essential for us as leaders in the world. There will always be differences of opinion, but the fact is we can focus very clearly on the things we have in common, a desire to help our middle classes. Frau Bundeskanzlerin, mit welchen Fragen und Anliegen gehen Sie in die Münchner Sicherheitskonferenz und insbesondere auch über das wahrscheinliche Treffen mit dem US-Vizepräsidenten? Ja, die Münchner Sicherheitskonferenz wird eine Konferenz sein, bei der diesmal das Thema Sicherheit in einem sehr breiten Spektrum diskutiert wird. Da geht es einmal um die Frage der militärischen Zusammenarbeit und da geht es auf der anderen Seite sicherlich auch um die Frage der Zukunft Europas. Europa befindet sich in einer schwierigen Phase durch den Austritt Großbritanniens, aber auch durch die Fragen an unsere zukünftige Zusammenarbeit. Dazu werde ich natürlich mich äußern und ich freue mich auf die Begegnung mit dem Vizepräsidenten Mike Pence und die Begegnung mit anderen Staats- und Regierungschefs. Und die Münchner Sicherheitskonferenz bietet eine hervorragende Grundlage, um auch bilaterale Gespräche zu führen und gleichzeitig den Sicherheitsaspekt im gesamten Kontext zu diskutieren. Ich habe von den militärischen Teilen gesprochen, von Europa gesprochen. Ich kann hinzufügen, es wird dort die Frage der finanziellen Stabilität sein. Die IWF-Chefin Frau Lagarde wird dort sein. Es wird um Entwicklungszusammenarbeit gehen und deshalb freue ich mich sehr, dass der Sicherheitsaspekt und Begriff jetzt so breit aufgefasst ist, weil wir wissen, militärische Aktionen alleine werden keine Krisen lösen, sondern wir brauchen immer politische Anstrengungen, wir brauchen immer Entwicklungsanstrengungen und die Garantie innerer Sicherheit und guter Regierungsführung in den Ländern.